Der R4 für DS sieht aus wie eine ganz normale SD-Karte, funktioniert auch so, hat aber hinten drin einen kleinen Slot für Micro-SD-Karten, in dem Fall 2 GB, die man da reintun kann, um den DS mit einem Betriebssystem zu versorgen, das, ich behaupte mal zu sagen, ein klein bisschen besser ist und mehr kann als das, was Nintendo einem mitliefert, ohne dabei irgendwelche Nachteile zu geben. Die Oberfläche ist denkbar einfach, gibt 3 Buttons. Einmal gibt es da Game für Spiele und Software, ein Media Player und Slot 2 für Hardware-Erweiterungen und vor allem GBA-Spiele, die man auch mit dem R4 problemlos spielen kann. Das Outfit lässt sich ändern, je nachdem, wie es einem beliebt. Kann man selber zusammenstellen oder sich welche aus dem Netz laden. Ich bevorzuge hier ein simples, neutrales, das der normalen Benutzeroberfläche ähnelt. Die Bedienung ist browserorientiert, hier die Spiele. Selbstverständlich sind das Backups von Spielen, die ich käuflich erworben habe. Die Spiele starten recht schnell und laufen problemlos mit sämtlichen Funktionen, Mikrofon, drahtloser Multiplayer, ohne Slowdowns, auch Multisprachspiele, ohne irgendwelche Nachteile, bis auf einen. Das DS-Download-Spiel funktioniert in einigen wenigen Fällen nicht, wenn einer der Spieler so eine Flashcard besitzt. Also normaler Multicard-Mehrspieler und natürlich online funktionieren einwandfrei und fehlerlos, aber Download-Spiele halt nicht. Helligkeitsregelung in 4 Stufen wurde ebenfalls übernommen, falls man einen DS Lite hat. Zum interessanteren Teil, den Media Player. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht. Lässt sich auch mit Skins versehen. Spielt alles Videomaterial ab, sofern man es vorher in DPG-Dateien umwandelt. Dafür gibt es diverse Programme. Und je nach Qualität und Rechenpower braucht es für die Umwandlung pro Stunde Film ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und eine Stunde Videomaterial ist ca. 100 MB groß. Neben Filmen lassen sich in dem Media Player auch Textdateien, E-Books und Bilder anschauen, die auf der SD-Karte gespeichert sind. Die Möglichkeit, Homebrew-Software und Spiele zu starten, ist ebenfalls sehr angenehm und cool und unkompliziert. Zum Beispiel Portierungen alter PC-Spiele, wie Descent hier, wer es gespielt hat. Sehr nett, läuft problemlos, wunderbar flüssig, steuert sich toll, steuert sich sogar besser als auf dem PC. Gibt auch Quake, Doom, Duke Nukem, all die üblichen Verdächtigen. Selbstverständlich vorausgesetzt, man besitzt das Originalspiel. Daneben gibt es Emulatoren für viele technisch schwächere Systeme und Handhelds. Und auch an einem Super Nintendo Emulator wird momentan fleißig gebastelt. Noch cooler und ein guter Grund, sich so ein Ding anzuschaffen, ist natürlich ScumVM und die alten Grafik-Adventures. Ich entschuldige mich hier für die niedrige Auflösung der Kamera. Das Spiel sieht gut aus auf dem DS. Auf dem unteren Bildschirm gibt es eine 1:1 Ansicht und auf dem oberen ein beliebig zoombarer Ausschnitt, der ohne zusätzliche Eingabe dem sprechenden Charakter folgt. Und ansonsten dem Stylus. Die Kompatibilitätsliste ist nicht ganz so groß wie die andere ScumVM-Version, weil der DS einfach nicht genügend Speicher hat für einige der neueren Spiele, zum Beispiel Grim Fandango, Full Throttle oder Curse of Monkey Island. Sehr spaßig, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Noch 2 weitere Programme und Spielereien. Einmal ein Zeichenprogramm, das sogar, und was ich vorher gar nicht wusste, dass der DS das kann, unterschiedliche Druckstufen des Stylus unterstützt. Also je stärker ich aufdrücke, desto dicker wird der Strich oder desto größer oder dunkler. Die gespeicherten Bilder können sich auf den PC übertragen lassen oder wenn man ganz viel angeben will, auch als Replays abgespeichert werden. Netter Zeitvertreib für unterwegs. Außerdem natürlich, wer es, wenn nicht noch einen anderen hat, ein Organizer mit Taschenrechner, To-Do-Planer, Kalender, IRC-Client, Browser, einem Homebrew-Lader und sogar einem sehr einfachen Textbrowser, der tatsächlich sogar kleinere Bilder unterstützt. Man darf da nicht zu viel erwarten, weil der DS einfach nicht genügend Arbeitsspeicher für sowas hat. Daneben gibt es natürlich noch Dutzende weitere verschiedene Programme und Spiele und sonstige
Anwendungen, die sich per SD-Karte auf den DS bringen lassen können. Das ist denkbar einfach. Einfach Mini-SD-Karte, Micro-SD-Karte rausnehmen und in den Adapter tun, der bei der Karte dabei liegt, wenn man die kauft. Dann lassen sich auf dem PC sämtliche Dinge darüber kopieren, die einem so einfallen. Und das ist der R4DS. Baugleich mit dem M3 Simply. Eine sehr schöne Erweiterung zu Nintendos Handheld und durchaus eine Anschaffung wert. Man muss nur der Möglichkeit widerstehen, damit Piraterie zu betreiben.